Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Es ist Mitte März, es summt und brummt, unser alter Mirabellenbaum ist voll in Blüte und es sind so viele Insekten da, es ist so ein latentes Summen um mich herum. Das macht zufrieden, das macht glücklich, das macht die Hoffnung auf eine tolle Ernte. Und darum geht es auch in diesem Video. Wir wollen im März schon die Vorbereitungen machen für eine gelungene Ernte im August, im September und Oktober und November und sogar im Dezember irgendwann mal. Wie wird es denn gemacht? Das wollen wir uns zusammen anschauen. Los geht's! Das Weizengras hat sich ordentlich ausgebreitet auf den Beeten. Das heißt für mich jetzt schnell abernten und ab in den Green Smoothie. Die Grassoden kommen zwischen den Beeten als Mulchmaterial drauf. Das Weizengras ist nicht nur ein tolles Nahrungsmittel für das Frühjahr, sondern beugt auch die Bodenerosion über den Winter vor. Die Grassoden sind sehr dick und lockern die Erde. Da das Weizengras praktisch überall im Garten wächst, haben wir genug Mulchmaterial für den ganzen Garten. Nach und nach werden die Beete bepflanzt und das Weizengras kommt zwischen die Beete, aber es wachsen auch neue Pflanzen und so haben wir die Ernte vom Weizengras praktisch den ganzen Sommer und auch in den Herbst hinein. Es wird alles verwendet, was im Garten wächst und gedeiht. Das ist mein Konzept. Etwas, was letztes Jahr gelungen ist, probiere ich natürlich dieses Jahr genauso aus. Zum Beispiel ein Hochbeet mit Paprika bepflanzen. Das war letztes Jahr ein absolutes Erfolg. Neben Paprika wuchsen die Zwiebeln, Rucola, Melde und natürlich die Vogelmiere. Diese Pflanzen sammeln sich von alleine aus. Das war mein Salat im Sommer. Bevor etwas eingepflanzt wird, frage ich mich natürlich, essen wir das überhaupt? Oder möchte ich das nur ausprobieren? Wenn es ausprobiert wird, ist es eine winzige Fläche und ein paar Pflanzen reichen vollkommen aus. Die Paprika wächst nicht nur im Hochbeet, sondern auch zusammen mit Erdbeeren. Aber erstmal heißt es, die Grassoden rausziehen und zwischen Beeten dann die reinlegen. Die Erdbeerpflanzen waren im Oktober dick gemulcht mit einer Laubschicht. Jetzt wächst das Weizengras zwischendurch und es sind noch ein paar Kartoffeln in der Erde, die man auch mal jetzt in der Küche verwenden kann. Die Paprika, die zwischen Erdbeeren dann später wachsen wird, ist sehr kälteempfindlich, also kommt es irgendwann mal im Mai rein. Und jetzt haben die Erdbeerpflanzen ganzen Platz für sich. Und was mache ich mit Erdbeerpflanzen jetzt? Die Blätter, die kommen in den Tee zusammen, zum Beispiel mit der Schafgarbe. Hättest du dir gedacht, dass auf dem Stück hier umgraben nicht nötig ist? Das Weizengras kommt als Mulchmaterial auf die Beete und die Löwenzahnpflanze, die kommt in den Salat. Die Blüten später werden im Ölauszug verwendet für eine Salbe. Die Salbe wirkt Gelenkschmerzen lindernd. Ich verwende die für die müde Beine abends. Neben Vogelmiere ist Rucola meine absolut Lieblingssalatpflanze. Jetzt wächst sie im Gewächshaus. Später im Sommer sammelt sie im Garten sich von alleine aus. Und natürlich muss man die ausdünnen. Die Reste, die Pflanzenreste, die werden als Mulchmaterial verwendet.
Ich wässere die sehr fleißig, weil je mehr man die wässert, desto mehr wächst die Rucola. Dill, Basilikum und Petersilie kannst du natürlich jetzt auch vorziehen. Dann hast du eine zeitversetzte Ernte. Das mache ich auch. Jetzt ist auch die Zeit für die Hochbeete-Vorbereitung. Zum Beispiel ein Gurkenbeet wird jetzt geformt, gröbere Äste werden reingelegt und gleichzeitig die Brennnessel geerntet. Davon ist sehr viel im Garten. Und mein Lieblingsgemüsestrudel mit Spinat und Brennnessel, der darf in der Küche nicht fehlen. Wusstest du, dass du Brennnessel jeden Tag essen darfst? Mehr als 20 Gramm täglich sollen das nicht sein. Und dem folge ich auch. In kleineren Mengen esse ich das nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag. Die Mangoldpflanze, die lassen wir abblühen und voilà, jetzt haben wir ganz viele Samen, die kannst du beliebig auch mal selbst aussehen oder wie meine Mama macht, die hat so ein ewiges Permakulturbeet und da sammelt sich Mangold von alleine aus und es ist ein ewiger Kreislauf schon seit mehreren Jahren. Es kommen immer wieder neue Pflanzen. Das Beet entstand aus einer Beobachtung. Wir haben ein Jahr einfach beobachtet, dass viele Jungpflanzen gekeimt waren und die ziemlich früh dran waren und gesund waren. Eine tolle Ernte war auf diesem Stück und dick gemulcht war das nächstes Jahr wieder ein Erfolg und so ging es einfach weiter. Eine große Pflanze lassen wir abblühen und dann sind sehr viele Jungpflanzen da, die sollen nur ausgedünnt werden und dann wächst alles von alleine aus. Und somit sind wir bei der Vorbereitung. Die Vorbereitung ist eigentlich das Wissen, du weißt, wo was in deinem Garten wächst und welche Kreisläufe du einfach lenken musst. Aber zurück zum Gurkenbeet. Das ist eigentlich so die eigentliche Arbeit. Man muss Erdaushub machen und ja, ganz viel schaufeln. Davor wurde noch alles geerntet, was oben drauf wuchs. Das war die Vogelmiere, Weizengras und die Zwiebeln. Und jetzt kommen gröbere Äste rein, Grassoden, so alles, was so reifen Kompost, alles, was so der Garten hergibt. Die Gurken kommen natürlich jetzt nicht in das Hochbeet rein. Es ist viel zu früh. Aber wir können noch die grünen Zwiebeln einsetzen, Knoblauch für das Grüne und natürlich Salatpflanzen. Hier war letztes Jahr und eigentlich, ehrlich gesagt, jedes Jahr die Zucchini, 2 Zucchini-Pflanzen und die kommen wahrscheinlich auch dieses Jahr rein. Da wachsen auch hier Zwiebeln und verschiedene Kräuter. Die ersten warmen Tage sind da, also heißt es genießen und träumen, planen und gärtnern, ja, aber auch sich selbst nicht vergessen. Erhol dich und hab wunderschöne Zeit. Sorge für die stabile Kreisläufe, wie zum Beispiel dieser Lorbeerbaum. Dieser Lorbeerbaum wurde als kleines Pflänzchen vor 10 Jahren eingepflanzt. Jedes Jahr haben wir wirklich mehr als genug von Lorbeerblättern. Die kaufen wir seit 10 Jahren nicht mehr. Im Kürbishochbeet wächst gerade auch das Weizengras. Oh, ein Wunder, das ist ja überall. Und Zwiebeln sieht man nicht zwischen dem Weizengras,
aber die werden auch demnächst abgeerntet. Das Weizengras kommt als Mulchmaterial obendrauf und die Kürbisse. Dieses Jahr experimentiere ich mit Ölkürbissen. Das wird spannend. Im Oktober pflanzte ich im Gewächshaus Spinat und Winterportulak. Die Vogelmiere sammelte sich von alleine aus und war sehr, sehr invasiv. Jetzt ist Ende März und wir schauen zusammen, was daraus geworden ist. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Spinat entwickelt sich auch ganz gut, aber da, wo die Vogelmiere sich ausgesammelt hat, natürlich wächst gar nichts. Die Vogelmiere werde ich in den nächsten paar Tagen abpflücken und im Salat verwenden. Winterportulak ist auch jetzt ganz groß. Und hier an der Seite, das wollte ich unbedingt zeigen, das ist die Melde. Die kommt jetzt ja ganz von alleine und das werden die ersten Meldetriebe für den Salat. Wie wunderbar! Über mein gelungenes Spinatexperiment freue ich mich natürlich besonders, weil das war eigentlich ursprünglich auch eingepflanzt und gewollt. Spinat gelingt mir nicht immer und nicht besonders gut. Umso mehr freue ich mich über Erfolge. Der Sauerampfer wird jetzt auch abgepflückt in der Küche verwendet und später kann man den eigentlich nicht mehr essen. Der Garten entwickelt sich weiter und ich entwickle mich mit dem Garten auch weiter. Lerne von der Natur, lese mich auch rein, nehme immer wieder jedes Jahr neue Elemente auch auf, wie zum Beispiel dieses Jahr werden wir aus den abgestorbenen Baumresten und Zweigenresten eine Hecke für die Insekten bauen. Mal schauen, wie es ankommt. Also ist das jetzt ein Frühjahrsprojekt. Ich zeige den dir. Es wird ziemlich alles an Zweigen und Holz verarbeitet, was nicht in die Hochbeete mit eingearbeitet wird. Die Hecke ist mittlerweile schon 1 Meter hoch. Und ja, das ist so ein typisches Permakulturelement mit der Hecke für die Insekten, die Unterschlupfmöglichkeit. Und das möchten wir so einfach mit einbringen in den Garten, diesen Element. Die Bäume sind eine tolle Nahrungsquelle für die Insekten. Unser alter Mirabellenbaum, neben einigen Apfelbäumen, Pflaume, Kirschbäumen. Ich glaube, das Video wurde dieses Mal viel zu lang, aber hoffentlich nicht langweilig. Im nächsten Video wird fleißig eingepflanzt. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen, dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.